Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt komplett mit einem System neu anfangen würde, dann würde ich, glaube ich, zu Nikon und der Z8 gehen. Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zur Nikon Z8. Die Kamera ist ja in letzter Zeit relativ interessant geworden durch häufige Firmware-Updates. Am Anfang war sie nicht ganz so überzeugend, aber durch die ganzen Firmwares ist das Ding jetzt echt interessant geworden. Und ich habe einfach mal die Chance genutzt, die Kamera übers lange Wochenende auszuleihen. Da danke ich erstmal wieder fotoprofi.de und der Filiale Ludwigsburg, die das Ganze möglich gemacht haben. Zusammen mit dem 2470 und dem 70-200, beide in der Blende 2.8, hatte ich da relativ gute Objektive zur Verfügung und konnte die mal ausgiebig testen. Ich bin ja aktuell im Canon-System unterwegs und auch ein bisschen mit Sony, weil mein Bruder das volle Sony-Programm hat. Deswegen bei Nikon war ich früher mal zu Hause, habe mir jetzt natürlich die Kamera mal wieder angeschaut, weil sie eben interessant ist. Und ja, fangen wir einfach mal an mit so einem kleinen Vergleich. Ich vergleiche das Ganze ein bisschen zur R3 und R5 von Canon, weil das eben meine Kameras sind, die ich nutze, auch noch die R8, aber die ist dann doch eine andere Preisklasse. Zur R3 hin kann man erstmal sagen, klar, die Z8 liegt schon gut in der Hand, aber meiner Meinung nach, die R3 liegt noch einen Tick besser in der Hand. Und dann haben wir da eben noch den Vorteil, sie ist ein bisschen größer, hat den Batteriegriff unten schon integriert. Ihr könnt also auch locker Hochformataufnahmen machen. Und was mir aufgefallen ist, die kleinen Rädchen hier an der Z8 sind von der Position nicht ganz so ideal wie jetzt an den Canons, also R3 und R5. Insgesamt ist der Body aber auf jeden Fall sehr gut durchdacht, liegt richtig gut in der Hand und es macht Spaß damit zu fotografieren. Vom Gewicht her sind wir bei der Z8 bei 820 Gramm und da merkt man auf jeden Fall schon mal einen kleinen Unterschied zur R3. Die R3 wiegt nämlich genauso ohne Akku, ohne Speicherkarte 822 Gramm, ist aber deutlich größer. Das heißt, beide Kameras sind vom Leergewicht her fast identisch, 2 Gramm Unterschied. Wenn wir den Akku reinmachen bei der Nikon und bei der Canon, dann ist die Canon nur noch 100 Gramm schwerer, beziehungsweise sie ist 100 Gramm schwerer. Das Ganze fällt aber nicht ganz so auf, weil es eben über das Komplettpaket mit Hochformatgriff ist. Die Z8 ist also insgesamt gefühlt ein bisschen schwerer. Wie gesagt, sie liegt nicht ganz so gut in der Hand, macht aber erstmal nichts aus. Also für mich wäre es kein Problem. Ich bin damit auch so voll zufrieden. Insgesamt wäre die Z8 natürlich interessant für mich, weil sie mit 45 Megapixeln eigentlich das bietet, was mir die R3 nicht geben kann. Und zwar ein bisschen mehr Auflösung. Die R3 ist für mich eigentlich die perfekte Kamera, wären da nicht die 24 Megapixel. Und dann haben wir natürlich Nikon jetzt gerade mit ihren Firmwares und dem Z-Mount, der jetzt auch Tamron-Objektive noch dazu kriegt. Es ist also insgesamt schon sehr cool, was die gerade machen. Und ich bin ja markenoffen, mehr oder weniger. Ich habe jetzt schon relativ oft die Marke gewechselt und hätte deswegen kein Problem, zu Nikon zu wechseln. Natürlich habe ich einen ordentlichen Objektivpark, wo das Ganze dann vielleicht wieder finanziell ein bisschen wehtut. Eigentlich möchte ich auch gerne abwarten, was denn die R5 Mark II so bringt. Weil die soll ja, wenn man den Gerüchten trauen kann, so ziemlich eine Z8 mit Canon-Schriftzug werden. Also auch 45 Megapixel Stacked-Sensor. Vielleicht ein bisschen so ein paar Canon-typische Sachen noch dann drin. Wäre für mich vielleicht die bessere Wahl. Ich möchte aber eigentlich nicht unbedingt warten, weil andauernd wird sie nur verschoben und es gibt neue Gerüchte. Jetzt gab es gerade wieder ein neues Gerücht. Wir haben jetzt Anfang April, die soll vielleicht diesen Monat noch vorgestellt werden. Warten wir es mal ab. Ich wollte mir die Z8 trotzdem mal anschauen. Der Z-Mount ist ja wirklich sehr interessant. Ihr habt da einen 180 bis 600 mm für 1.800 €. Ihr habt da aber auch das neue Tamron 2875 2.8 G2, was einfach nur 949 € kostet. Das ist natürlich schon interessant, weil es einfach relativ viele Möglichkeiten gibt. Und nach dem vielen Testen ist mir jetzt aufgefallen, beziehungsweise es ist ja auch bekannt, Nikon baut auch einfach gute Objektive. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie groß Schwächen da wären. Auch die Objektive kann man voll nutzen. Natürlich haben auch die Original-Nikon-Objektive ihren Preis, aber wie gesagt, sie liefern ja auch gut ab. Da gibt es also nicht ganz so den großen Unterschied zu Canon. Insgesamt kann man sagen, die Nikon ist keine schlechte Kamera. Das Menü gefällt mir, also die Bedienung an sich vom Menü, das ist übersichtlich, man kann Punkte schnell ändern, man findet sie vor allem. Da gibt es andere Hersteller, wo die Punkte echt wirklich sehr versteckt sind, wo man sie nicht so einfach findet. Nikon macht da echt einen guten Job. Auch von der Bedienung her, von den Knöpfen selbst.
macht die Kamera eigentlich nichts falsch. Also das ist schon alles, womit ich arbeiten könnte. Also ja, ich könnte damit arbeiten. Dazu bekommt man einen ordentlichen Sucher und auch ein ordentliches Display. Jetzt ist es so, ihr habt hier kein Flipscreen, also der ganze geht nicht bis ganz nach vorne. Aber ihr könnt den Bildschirm wenigstens auch so klappen, damit ihr im Hochformat am Boden schön Bilder aufnehmen könnt. Das war ja an anderen Kameras immer so ein bisschen ein Mangel, der mich ein bisschen geärgert hat. Hier wäre das Ganze also kein Problem. Und ich sag mal so, zum Vloggen würde ich sie sowieso nicht mehr verwenden, weil da habe ich ja meinen Osmo Pocket 3, den ich jetzt hier auch gerade in Verwendung habe. Und dann kommen wir mal zum Punkt Autofokus. Da war es ja so, als die Z8 rauskam, zusammen mit der Z9, hatte Nikon da ja noch so ein bisschen Autofokus-Probleme. Also es war einfach nicht auf dem Stand von Canon und Sony. Ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. In letzter Zeit mit den ganzen Firmware-Updates ist der Autofokus wirklich gut geworden. Und so war es jetzt auch bei mir hier. Ich habe recht viel fotografiert und den Fokus natürlich auf statische Motive und auch bewegende Motive getestet und kann sagen, er ist schon richtig ordentlich geworden. Meiner Meinung nach jetzt noch nicht so ganz auf dem Canon-Sony-Level, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei einer Bildreihenfolge, also mehrere Bilder hintereinander, die ersten 1, 2, 3 Bilder sind immer so ein bisschen nicht ganz auf den Punkt fokussiert. Also ich kann euch hier auch mal ein paar Beispiele zeigen. Selbst bei statischen Motiven seht ihr, der Fokus passt auf den ersten Bildern noch nicht so ganz. Erst bei den folgenden Bildern ist dann wirklich das Auge scharf. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe das 70-200 2.8 dran gehabt. Das ist ja ein relativ schnelles Objektiv. Also es ist ein schnelles Objektiv. Ich weiß nicht, was der Autofokus da noch für Probleme hat. Sagen wir mal so, Probleme in dem Sinn, wenn ihr eine 10er Reihenfolge macht und die letzten 7 Bilder davon scharf sind, ist es ja auch nicht ganz so ein Problem. Wenn ihr jetzt natürlich nur einzelne Bilder macht, wird es euch vielleicht ein bisschen mehr ärgern. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist der schon richtig gut geworden und ich hätte da kein Problem damit, den so auch zu verwenden. Auch die Motiverkennung funktioniert da wirklich gut. Ihr habt hier eine Einstellung auf Auto, das heißt, ihr könnt die Motiverkennung auf Automatik stellen und die Kamera erkennt einfach alles. Also Menschen, Tiere, Vögel und so weiter. Das haben ja andere Hersteller nicht, beziehungsweise nicht jeder andere Hersteller hat es. Und das nervt mich immer so ein bisschen, wenn ihr da zwischen Tier und Vogel unterscheiden müsstet. Ein Vogel ist auch ein Tier und Canon macht es zum Beispiel ganz cool. Da habt ihr ja nur eine Priorität-Einstellung. Das heißt, selbst wenn ihr auf Vogel seid und jetzt nur ein Mensch fotografiert, fokussiert die Kamera auf den Mensch. Die Nikon kriegt das so auch hin. Manchmal ist die Erkennung so ein bisschen, ich sag mal, komisch, weil ihr habt dann den Rahmen, welchen ihr da beim Fokussieren habt, auf einmal auf dem Körper und nicht im Gesicht, oder ein Hund dann mehr auf dem Hintern und irgendwann wandert es dann zum Kopf. Also da gibt es vielleicht irgendwann auch mal noch ein kleines Update, dass das vielleicht noch ein bisschen genauer wird. Ansonsten über den Sensor müssen wir soweit, glaube ich, nicht streiten. 45 Megapixel Stacked Sensor, das Ding ist richtig schnell, schafft seine Bilder pro Sekunde. Ihr habt wenig Probleme mit Rolling Shutter. Der Sensor an sich bildet richtig scharf ab. Ihr habt eine tolle Dynamik im Bild und ja, eigentlich so mein Traum. Der Sensor bzw. ein vergleichbarer Sensor in der R3, das wäre meine perfekte Kamera. Insgesamt macht die Z8 auf jeden Fall sehr viel richtig. Es ist jetzt nicht so, dass sie alles perfekt macht, aber sie ist in jeder Disziplin einfach im oberen Teil der Skala. Also sie kann das schon richtig gut. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt komplett mit einem System neu anfangen würde, dann würde ich, glaube ich, zu Nikon und der Z8 gehen. Wie aber schon gesagt, aktuell ist es so, die Canon R5 Mark II steht in den Startlöchern und ich denke einfach mal, dass ich zumindest die Vorstellung mal noch abwarte. Ich hoffe, dass die Kamera so kommt, wie sie gerüchteweise schon diskutiert wird. Wenn es eine 45 Megapixel Kamera von Canon gibt mit einem Stacked Sensor, also so gesehen das Gegenstück zur Z8 und das Ganze auch nicht erheblich teurer wird, dann kann ich schon drüber nachdenken, mir die R5 II zu holen. Wenn das Ganze doch anders wird, so wie zum Beispiel die R1 gerade gerüchtehalber diskutiert wird mit einem 30 Megapixel Sensor, dann muss ich schon sagen, da muss ich mal überlegen, wie es dann weitergeht. Weil mir sind einfach die 24 Megapixel an der R3 jetzt zu wenig. Die R5 ist technisch gesehen jetzt schon nicht veraltet, aber nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und scheinbar kommen da ja auch keine Firmware-Updates mehr nach, sodass zum Beispiel auch an der R3 ein RAW-Burst-Modus mit Voraufnahme nachkommt, weil das wäre zum Beispiel mein Traum. An der R3 fehlt der Modus einfach. Ich habe eine R8, die hat den Modus. Die Kamera kostet
ein Viertel von der R3 und da verstehe ich nicht, warum da nicht einfach ein Firmware-Update nachkommt. Vielleicht liegt es einfach daran, Canon möchte sich da den Abstand zur R3 Mark II oder R5 Mark II offen halten. Man weiß es nicht. Die Z8 auf jeden Fall macht sehr viel richtig. Wie gesagt, ich würde sie wahrscheinlich nehmen, wenn ich komplett neu anfangen würde. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal abwarten. Auf was ich auch noch warten will, beziehungsweise was ich testen will, ist die Sony A9 Mark III. Mit ihrem Global Shutter Sensor ist die ja schon richtig interessant, klar. Es sind wieder nur 24 Megapixel, aber Global Shutter ist halt schon was Cooles. Das würde ich auf jeden Fall auch mal noch gern probieren und wer weiß, wo es mich da hintreibt. Ansonsten war es das jetzt von mir. Das war einfach nur mal eine kurze Übersicht über die Kamera, die ich jetzt mal die letzten Tage testen durfte. Vielen Dank auf jeden Fall an fotoprofi.de und Ludwigsburg, welche das mal wieder zur Verfügung gestellt haben und da immer ein bisschen für mich da sind, wenn ich sie brauche. Vielen Dank da also nochmal und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da. Diskutiert einfach mal in den Kommentaren, was ihr von der Kamera haltet, beziehungsweise wie ihr da vielleicht mal weitermachen würdet. Und dann schauen wir mal, was so in nächster Zeit rauskommt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.